alles in allem war das eine sehr ordentliche Verteidigungsleistung, die auch gegen die Türken wichtig sein wird. Das ist Teil unserer mannschaftlichen Identität. Und gerade eine Mannschaft, die wie die Türken so stark, so spielintelligent aus dem Pick and Roll spielt, muss man auf höchstem Niveau verteidigen. Ich glaube, dass wir den Ball besser bewegt haben, dass wir eine bessere Mischung oder eine gute Mischung hatten aus den beiden Großen, Nowitzki und Kaman, ins Spiel bringen, sie im Spiel, am Spiel beteiligen und anderen Möglichkeiten zu geben, Verantwortung zu übernehmen. Ich fand die Leistung von Steffen Hamann sehr gut. Robin hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Joe Herber hat auf höchstem Niveau verteidigt und auch im Angriff immer wieder Akzente setzen können. Philipp hat einen wichtigen Dreier verwandeln können. Also da waren viele gute Dinge, die uns sehr optimistisch sein lassen für das Spiel gegen die Türkei. Wir stellen die Dinge natürlich immer für die Jungs auch in einen größeren Zusammenhang. Das haben wir gestern getan. Der Blick auf das nächste Spiel ist immer das eine, aber man muss auch den Blick weiter richten und sagen, in welchem Zusammenhang steht dieses Spiel. Und die Jungs haben alle genau verstanden, worum es hier geht. Insofern werden sie auch morgen alles abrufen, was sie haben. Ich bin absolut überzeugt, wir werden wieder Boden unter die Füße bekommen und dieses Spiel gewinnen. Und dann muss man sehen, wie die Konstellation wird. Aber über alles andere reden wir nicht. Also es geht ja hier um die Mannschaft. Eine Mannschaft hat 12 Spieler. Und es wäre doch abstrus, der Mannschaft zu sagen, wir wollen morgen gegen die Türken gewinnen, damit Dirk nochmal mitspielt. Das wäre ja eine irgendwie eigenartige Logik. Unser Motto ist One More Summer. Das ist unser Motto. Aber da geht es nicht um One More Summer mit Dirk, sondern da geht es um One More Summer mit dieser Mannschaft. Mit allen, die dazugehören. Das ist das Motto, das ist das Ziel und dass Dirk dazugehört, natürlich überhaupt keine Frage. Well, every game is different with the officiating, you know, because of the fact of all the officials here are from all over the European countries that you're playing. You got guys representing Greece, you know, Germany, everything, you know. So I think each country has a different style, a little bit different, not so much different, but a little bit different. Maybe one country's a little bit more physical in their play, so that this ref allows a little bit more physical play. Some countries are a little bit more soft as far as their play. They call more fouls, and so there are some refs who call more fouls. So it's a different situation, I think, every game. But I think the big difference is the physical play is they allow a lot more, especially down low. Some of the guards, it just shocks me a little bit. For example, the game last night, you know, some of the guys, Navarro, some other guys are running off, you know, and they take the flop, and then the refs call it, and there's not much contact. But then down low, we're slamming into each other, just smashing to both sides, you know, both sides playing very physical, very hard, and they're not calling anything. So it's just, it's a tough line sometimes to figure out, you know, what this ref is going to call, what that ref is going to call. So that's part of the game, the adjustment of the game for me. The NBA is pretty consistent. Most of the refs, you know who they are, you know what they're going to call and how they're going to call the game. And then another thing, I think the game is a little bit less athletic. I think the guys are a little bit more fundamental. They use more skills. Like, for example, if you can't shoot the basketball here in Europe, I don't think you have much of a chance unless you have just super speed. For example, Tony Parker, to me, obviously he can shoot the ball, but you know he can still get it done because he's so fast and he can see the floor well. But you know he's a unique player. And then the other thing I think is it's just a little bit slower pace of a game. I think the game is slowed down more. There's more defensive orientation. You look at the scores of the games besides the Lithuania game last night, but they've all been under, you know, 70 points, 65 points. You know, the teams are playing a lot more defense. And I think that's basically with the rule. Yeah, we're having an interview. I think that's the
that's basically the rule on defensive, allowing the big man to stay in the middle, and there's no rule of getting in and out. Like the NBA has the rule you can only be in there 3 seconds on defense, and you have to touch out of the paint. Here you just stand there, so I think it makes it more difficult to penetrate into the middle and score. Those are like the big differences that I really see. I think Thibault has a tremendous upside. I think he has some things that he definitely needs to work on. He needs to be more aggressive. I talked to him about it multiple times. He needs to be more aggressive, and I think he's his recognition of what's happening on the court is a little bit behind. I think he needs to try to be more alert and more aware of what's going on behind him, in front of him, with the side of him, everywhere, because he seems like he's missing stuff. Like by the time he turns, it's already done, you know, and I think he just needs to be a little bit more, make his size more shown to everybody that he's bigger, you know, in the middle there, and he's kind of like scrunching down, hunching down all the time, and you want to see this guy open up and be big and use the size he has, because there's not a lot of guys that are the arms and the reach that he has, and he definitely he has a lot of tremendous abilities. He has a great touch to me around the basket. He can shoot the basketball from outside. He makes his free throws, and he can move. He moves pretty well, you know, and he just has to continue to improve. Now the NBA is a different style of basketball. Sometimes players can go there and do well. Sometimes players have a hard time. I've seen European players come and they do well, but they just don't like the style, so they go back. Some players come and like it and love it and stay there, and it's hard to tell how that will be for him. You know, it's hard also to be away from home. I know that for sure. So, but you know, he definitely has a possibility of being a solid NBA player, I think. You know. He's a good guy, you know. He's real quiet. He eats like a horse, so he always has food in his mouth, so it's hard to talk to him sometimes. But I swear, man, I've never seen anybody eat like this guy. It's unbelievable. But Ja. Hey! Wake up. Also wir untereinander geben uns schon Tipps, aber wir kriegen ja auch unser Scouting Report, also was die Coaches uns vor den Spielen geben, wo da nochmal das ganze Personell drinsteht, wo derjenige Spieler spielt, wie alt er ist, was er macht, was seine Stärken, Schwächen sind. Das hat Chris natürlich auch, um sich anzuschauen, und wenn er irgendwelche speziellen Fragen hat über irgendwelche Spieler, die halt wirklich in Europa gut spielen, dann kann man ihm da noch Tipps geben, und das machen wir auch definitiv. Dirk kennt ja auch viele noch. Und da geht Dirk dann, Chris auch zu Dirk und fragt ihn, und ja, also wir geben ihm da schon Hilfe oder so, aber er ist ja eigentlich von seiner Art und Weise, wie er spielt, ist er sehr cleverer Spieler, Chris, und er kann das schon selber auch alleine fertig bringen, dann das Scouting Report zu lesen und zu wissen, was er zu tun hat. Ja. Ich denke mal, dass egal jetzt natürlich, wie gestern das Spiel verlaufen ist, war gestern eines unserer besseren Spieler. Natürlich haben wir verloren, und wir sind eine gute Mannschaft, das stimmt einfach bei uns, und wir arbeiten eigentlich so hart, dass wir es auch verdient haben, weiterzukommen und ins Viertelfinale zu kommen. Und ja, jeder will und weiß, was er zu tun hat, und möchte natürlich auch, was Coach schon vorhin gesagt hat, eben nochmal unser Motto noch One More Summer, also das will jeder erreichen, und ja, wir sind alle davon überzeugt, dass das auf jeden Fall funktionieren wird.